Willkommen im Abyss! Ich bin Lavatis und heute nehme ich euch mit auf die Reise, mein Rico-Cosplay komplett selber zu nähen, mit allen Details und Einzelteilen. Und deswegen habe ich auch nur ein Jahr dafür gebraucht. Ups. Rico ist eine Abenteurerin, die eine fremde Welt erforscht, den Abyss. Sie ist die Hauptfigur in einer meiner Lieblingsmanga- oder Anime-Serien, aber noch aus einem zweiten Grund ist dieses Cosplay ganz besonders für mich. Mehr dazu später, wir haben viel zu tun, los geht's! Es ist eigentlich immer schlau, bei der untersten Kleidungsschicht zu beginnen. Darum habe ich mir hier die Linien von Ricos Oberteil auf einem Top markiert. Davon nehme ich jetzt das Schnittmuster ab. Dafür habe ich das Top in der Mitte gefaltet, es auf Papier gesteckt und jetzt zeichne ich einmal außenrum, beziehungsweise entlang der Linien, die ich mit den Sicherheitsnadeln markiert habe. Das mache ich für Vorder- und Rückseite und dann habe ich diese Schnittteile. Ich verwende hier Tanzsportstoff, auch bekannt als Lycra. Ich liebe dieses Material für Cosplay. Der Stoff ist in alle Richtungen dehnbar, ähnlich wie Jersey, aber viel strapazierfähiger als Baumwolle. Wenn möglich, verwende ich jetzt immer Tanzsportstoff statt Baumwoll-Jersey. Als erstes werde ich den Einsatz an der Vorderseite nähen. Die innenliegenden Ecken hier werden ein bisschen knifflig, darum lasst uns das zuerst erledigen. Wie ihr seht, habe ich das äußere und das innere Teil mit Nahtzugabe zugeschnitten und die Nahtlinie eingezeichnet. Ich suche mir eine dieser 4 geraden Linien aus und dort stecke ich die Teile rechts auf rechts zusammen. Nur da, den Rest ignorieren wir erstmal. Aber ich achte darauf, dass die Ecken exakt aufeinander liegen. Und jetzt nähe ich nur dieses Stück zusammen, genau von Ecke zu Ecke. Dehnbare Stoffe solltest du mit einem dehnbaren Stich nähen, sonst können die Nähte reißen, wenn du dich bewegst. Hier erkennt man schön den elastischen Gradstich. Die Maschine näht immer 2 Stiche vorwärts und einen rückwärts. Falls deine Nähmaschine keinen elastischen Gradstich hat, kannst du diesen oder diesen Zickzackstich benutzen. So, fertig genäht und nur zwischen den Ecken, nicht darüber hinaus, das ist wichtig. Das helle Teil bleibt wie es ist, aber beim dunklen Teil schneide ich jetzt die Nahtzugaben an dieser Ecke ein. Und zwar bis ganz dicht ans Ende meiner Naht dran. Jetzt lässt sich die innenliegende Ecke so aufklappen und ich kann die nächste Naht stecken. Das mache ich dann immer wieder so weiter, bis Stück für Stück der ganze Einsatz genäht ist. Eine elastische Ziernaht als zusätzliches Detail und mit der Rückseite ist das Oberteil auch schon fast fertig. Der weiße Streifen besteht aus 2 Vorderteilen mit einer Ziernaht und einer Rückseite. Passend zum Rest des Oberteils habe ich ihn auch aus dehnbarem Stoff genäht, aber das war ein Fehler, wie wir gleich sehen. Die Träger nähe ich mit meiner Lieblingsmethode mit Hilfe meines Schrägbandformers. Ein Mini-Tutorial dazu gibt es in meinem Rem und Ram Video. Noch mehr Details, juhu! Um den weißen Streifen sauber zu befestigen, nähe ich zuerst von innen nur die Vorderseite an. Dann falte ich alle Nahtzugaben von Vorder- und Rückseite in den weißen Streifen rein und stecke das fest. Jetzt muss ich aber von oben nähen und die Stecknadeln liegen unter dem Stoff. Hoffentlich geht es gut. Es ist gut gegangen, damit ist mein Oberteil fertig. Außer dass die Vorderseite beutelt und zu tiefe Einblicke gewährt. Nicht die Art von Cosplay-Content, die ich machen will. Wenn du Rico halbnackt sehen willst, kauf den Manga. Und ich wünschte, das wäre ein Witz. Ich habe versucht, die Oberkante zusammenzuraffen, aber das sah auch blöd aus. Darum habe ich schließlich den ganzen weißen Streifen neu genäht. Diesmal kürzer und aus einem nicht dehnbaren Stoff und ich habe ihn auch schlauer festgesteckt. Das Oberteil sitzt auch noch nicht perfekt, aber sehr viel besser und ich fühle mich wohl damit. Das ist das Wichtigste. Rico trägt die typischen Manga-Anime-Socken, die übers Knie gehen. Und wir alle wissen, dass diese Socken in echt nicht halten. Darum werde ich auf den altbewährten Trick zurückgreifen und diese Socken als Leggings nähen. Aber wie bekomme ich dieses komplizierte Schnittmuster? Zuerst brauche ich ein Leggings-Schnittmuster, das mir gut passt. Dieses hat sogar Taschen, aber die sind egal. Das Teststück habe ich aus einem Stoff genäht, der ähnlich stark dehnbar ist wie der Tanzsportstoff. Das ist wichtig für die Passform, besonders bei enger Kleidung wie so einer Leggings. Auf dem Teststück zeichne ich mir jetzt Ricos Socken auf. Nur die Vorderseite reicht hier sogar. Dann schneide ich das Teststück entlang der Innenbeinnaht auf und schon habe ich meine Vorlage für das Schnittmuster. Der Rest ist für mich besonders einfach, weil ich mein Leggings-Schnittmuster digital habe. So kann ich in Inkscape ein Foto daran ausrichten und dann nach und nach alle Linien ziehen, die ich brauche. Keine Sorge, die Methode funktioniert auch mit einem Papierschnitt. Du kannst dann die Linien auf Schnittmusterpapier abpausen oder du kannst auch dein Teststück entlang der gezeichneten Linien zerschneiden und dann die einzelnen Teile auf Papier übertragen. So habe ich das zum Beispiel bei meinem Erika-Kleid gemacht. Am Ende habe ich dieses Schnittmuster und mit den ganzen Beschriftungen sieht es mega professionell aus. Ich habe einen Fehler bei der Konstruktion gemacht, aber mehr dazu später. Dieses Schnittmuster hat so viele Teile. Zum Glück habe ich mir auf den Papierschnitt geschrieben, welches Teil ich in welcher Farbe zuschneiden muss. Ich nähe die ganze Leggings aus meinem geliebten Tanzsportstoff, bis auf die braunen Teile, dafür will ich Kunstleder nehmen. Und jetzt setze ich alles Stück für Stück zusammen, mit dem elastischen Gradstich natürlich.
Der Stich ist echt langsam, aber auch sehr stabil. Schaut mal, wie viel schöner der graue Streifen mit der zusätzlichen Naht aussieht. Und gleichzeitig sind auch die Nahtzugaben aufgeräumt. Ich steppe sehr gerne Zeug mit Ziernähten ab. An der Naht neben dem hautfarbenen Streifen klappe ich auch alle Nahtzugaben auf eine Seite und hier nähe ich sie mit einer Zwillingsnadel fest. Die näht von oben 2 parallele Nähte und von unten einen Zickzackstich. Dieser Stich ist auch elastisch und er sieht täuschend echt wie der Saum einer kurzen Hose aus, vor allem, weil die Nahtzugaben diese Seite auch noch dicker aussehen lassen. Ich habe lange gesucht, bis ich ein Kunstleder gefunden habe, das sowohl dehnbar als auch waschbar ist. Ja, mir ist es wichtig, dass ich meine Kostüme waschen kann und wie ich das machen will, plane ich immer schon von Anfang an. Als allererstes setze ich Druckknöpfe ein. Ich interpretiere diese Punkte als Druckknöpfe, denn wie sonst soll dieses komische Teil hier befestigt sein? Auf der Innenseite ist immer ein kleines Stück Bügelvlies, das verhindert, dass die Druckknöpfe mit der Zeit ausreißen. Jetzt ist dieser Streifen aber auch noch dick, darum muss ich ihn auspolstern. Am besten wäre ein aufbügelbares Volumenvlies, aber das ist nicht dehnbar und wird bei einer Leggings nicht funktionieren. Darum werde ich diesen flauschigen Sweatshirtstoff nehmen. Ist der nicht süß? Den klebe ich mit Textilkleber auf die Rückseite meines Kunstleders, aber immer nur an einzelnen Punkten, damit alles schön dehnbar bleibt. Der Gütermann-Kleber ist super, aber er gibt auch giftige Lösemitteldämpfe ab, darum benutzt den bitte immer am Fenster und mit Handschuhen. 2 flauschige Schichten reichen, oder? Naja, vielleicht lieber 3. Dann kommt noch eine Schutzschicht aus Tanzsportstoff drüber, damit sich der Fuchsstoff nicht irgendwann löst. Beim Nähen von Kunstleder solltest du versuchen, wenn irgendwie möglich, keine Stecknadeln zu benutzen, weil jedes Loch, das du in den Stoff stichst, für immer sichtbar bleiben wird. Die Nadeln, die nötig waren, habe ich so gesetzt, dass sie nur in den Nahtzugaben stecken. Dann wollte ich wieder alle Nahtzugaben auf eine Seite fixieren und das war mühsam, weil das Kunstleder am Nähfuß haftet und nicht durchrutscht. Also habe ich Backpapier dazwischen gelegt, aber das war auch mühsam und so nervig. Benutzt bei Kunstleder einen Teflonfuß, wenn ihr einen habt, oder viel billiger, ihr könnt auch Washi-Tape unter den Nähfuß kleben, das funktioniert super. Ich glaube, ich muss mir keinen Teflonfuß kaufen, haha. Von außen sieht das super aus, von innen muss es nicht schön sein. Warum sich das so komisch wellt? Das Kunstleder ist weniger elastisch als das Lycra, darum musste ich das Kunstlederschnittteil länger zuschneiden und den Tanzsportstoff beim Nähen auf diese Länge ziehen. Angezogen wird es gut aussehen, vertraut mir. Kommen wir zum Fehler an meinem Schnitt und das war dieses Lederteil. Ursprünglich hatte ich es parallel zu den anderen Streifen gezeichnet, aber so würde es ja eng anliegen wie der Rest. Damit das Teil vom Bein absteht, muss es etwas größer und andersrum gebogen sein. Ich habe hier 2 Schichten Kunstleder aufeinander genäht und die Kante abgesteppt. Dieses Teil nähe ich zuerst an den Sockenteil der Hose. Hier hatte ich das mit dem Washi-Tape noch nicht rausgefunden. An genau dieselbe Stelle kommt jetzt auch der obere Teil der Hose. Ich nähe also nochmal über dieselbe Naht drüber. Wahrscheinlich hätte ich auch alle 3 Schichten auf einmal nähen können, aber lieber nicht, falls irgendwas verrutscht. Damit sind endlich beide Beinteile fertig und ich kann sie rechts auf rechts zu 2 Schläuchen zusammennähen. Mit dem Kunstleder war das gar nicht so einfach. Ich habe vorsichtig hinten am Stoff gezogen, damit die dicken Stellen überhaupt unter dem Nähfuß rutschen. Da muss man aber wirklich aufpassen, denn du kannst so schnell eine Nadel abbrechen, wenn du am Stoff ziehst. Eigentlich sollte man lieber gar nicht am Stoff ziehen, wenn es geht. Trotz Stecken und Klammern treffen hier nicht alle Nähte aufeinander und das hat mich so sehr gestört, dass ich es nochmal neu genäht habe. Immer noch nicht perfekt, aber ich lasse es so, denn hier sieht man das Problem mit Kunstleder. Die ganzen Löcher von der vorherigen Naht, die sind immer noch sichtbar und werden es für immer sein. Als nächstes ziehe ich die Hosenbeine ineinander, sodass sie rechts auf rechts liegen und dann stecke ich die Schrittnaht. Wenn die genäht ist, haben wir endlich eine Hose und es fehlt nur noch der Bund. Für den Bund habe ich ein breites Gummiband und ein Stoffband jeweils zu einem Ring zusammengenäht. Beide sind so lang wie mein Taillenumfang bzw. ein kleines bisschen kürzer, damit der Bund eng sitzt. Den Stoffstreifen falte ich der Länge nach in der Mitte und zwar um das Gummiband herum. Das Gummiband wird im Stoff versteckt. Das Ganze habe ich dann an der Oberkante der Hose festgesteckt und zum Annähen habe ich einen Pro-Tipp für euch. Ihr kennt auch bestimmt Leggings, Schlafanzughosen, egal, bei denen das Gummiband am Bund locker in so einem Stoffstreifen drin liegt. Und ihr kennt bestimmt auch, wie sich dieses Gummiband dann manchmal verdreht und dann hat man Knubbel, die sich durch den Stoff durch nur so ganz schlecht zurückdrehen lassen. Nervig. Ich nähe den Bund so, dass ich dieses Gummiband nicht drehen kann, denn es wird mit festgenäht. Ihr erkennt hier sehr gut die Kante des Gummibands. Das Messer der Overlock schneidet genau neben dem Gummiband entlang. Ich schneide nicht ins Gummiband, ich schneide genau neben dem Gummiband ab. Aber beide Nadeln nähen ins Gummiband. Dadurch ist dann die Außenkante der Overlocknaht genau gleich mit der Außenkante des Gummibands. Und so kann sich dann nichts verdrehen und der Bund bleibt immer perfekt glatt.
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Rico eigentlich einen Einteiler trägt. Bei meinem Cosplay werden aber Oberteil und Hose getrennt bleiben, weil es mir wichtig ist, dass ich auf der Con unkompliziert auf Toilette gehen kann. Hier unangebrachte Witze über Rico und Toiletten einfügen. Oder lieber nicht. Oh, lasst uns weitermachen. Für den Schnitt von Ricos Jacke, Bluse, was auch immer, werde ich einen Standard-Blusenschnitt verändern, den ich schon habe, nämlich den hier. Und hier ist mein erstes Teststück. Wie ihr seht, werde ich einiges anpassen müssen. Einmal die Ärmellänge und dann auch die Vorderseite muss deutlich kürzer sein. Das habe ich mir hier schon abgesteckt. Dadurch muss auch der Kragen kürzer sein. Die Länge habe ich mir auch schon kürzer gesteckt, aber ansonsten ist das hier mein Schnitt. Ich verwende für die Bluse ganz normalen Baumwollstoff in 3 verschiedenen Farben. Vor dem Zusammensetzen muss ich die Deko auf die einzelnen Teile nähen, angefangen mit den Streifen an den Ärmeln. Ich habe die Nahtzugaben zur Mitte gebügelt und festgesteppt. Danach bügele ich die äußeren Stoffkanten nach innen und genieße, dass sich Baumwolle so schön bügeln lässt. Dann kann ich sie auf die Ärmelteile nähen und schon sind sie soweit fertig. Als nächstes kommen diese Zierstreifen vorne. Dafür werde ich eins meiner Lieblingsmaterialien benutzen, Flisofix, ein Klebeflies zum Aufbügeln. Nachdem ich diese Teile ausgeschnitten habe, schlage ich die Nahtzugaben nach innen um und bügele sie so fest. Hier zweckentfremde ich mein Hotfix-Gerät zum Bügeln, weil es präziser ist als das Bügeleisen. Hauptsache heiß und das Flisofix klebt. An der Vorderkante schlage ich die Nahtzugabe nicht um, denn dort wird die Jacke später sowieso mit Schrägband eingefasst. Noch mehr bügeln klebt die Streifen am Vorderteil fest, aber Flisofix alleine hält nicht gut genug, darum steppe ich auch hier die Kante ab. Die Brusttasche nähe ich nach der Anleitung im Schnittmuster, genau wie den Kragen mit dem Kragensteg. Die beiden Sachen sind ein bisschen kompliziert zu erklären, darum überspringe ich das hier. Wenn es euch interessiert, schaut euch Tutorials an. Es gibt viele gute, zum Beispiel die Videos von Patty-Do zu diesem Schnittmuster. Als nächstes werden Vorder- und Rückenteile zusammengenäht und die Methode werde ich euch zeigen, weil die richtig cool ist. Ich habe hier meinen Rückenteil mit den 2 Passestücken. Die Passe ist dieses doppellagige Teil hinten bei Hemden und Blusen. Eine Passe ist außen, eine ist innen. Das ist wie so ein Sandwich mit dem Rückenteil in der Mitte. Erstmal werde ich das bügeln und knappkantig absteppen. Jetzt nehme ich nur die äußere Passe, die innere kommt nach unten weg und an die äußere nähe ich jetzt rechts auf rechts meine Vorderteile an den Schulternähten dran. Tada! Wie ihr seht, ist oben an der Innenpasse noch nichts. Wir brauchen aber die andere Seite, also die Außenseite muss oben liegen. Jetzt nehme ich das untere Ende meines Rückenteils und rolle es nach oben. Oh, und dann taucht darunter die Innenpasse auf. Die Vorderteile kommen jetzt seitlich aus dem Weg, wir müssen an die Schulternähte drankommen. Und dann klappe ich die Innenpasse über das ganze Zeug drüber und habe dann eine schöne Rolle. Ich nähe die Innenpasse hier mit dran. Ich nähe nochmal über die Schulternähte drüber. Die Rolle ist ein bisschen eng, aber das wird schon gehen. Wenn ich die Rolle dann auseinanderziehe und wende, sind alle Nahtzugaben innen in der Passe. Juhu! Dann kommt der gleiche Streifen von den Ärmeln auf die Schultern und dann kann ich die Ärmel einsetzen. Ich nähe erst die Ärmel an und schließe dann erst die Seitennähte. Das ist so viel einfacher, als in der kleinen Ärmelöffnung zu nähen. Ich werde Ärmel nie wieder anders nähen, solange es sich vermeiden lässt. Ich habe nicht gefilmt, wie ich den Kragen nach Anleitung angenäht habe, aber hier ist er. Jetzt brauche ich ganz viel Schrägband aus dem hellen Stoff und stecke das einmal an beiden Vorderkanten und dem Kragen fest. Hier ist mein Trick, um Schrägband um außenliegende Ecken rumzunähen. Ich stecke eine Stecknadel schräg im 45° Winkel, sodass sie genau auf die Ecke zeigt. Dann falte ich das Schrägband rum und stecke an der nächsten Kante entlang weiter. Entlang der Außenkante läuft das Schrägband gerade weiter, aber dort, wo die Nahtlinie sein wird, wirft es eine Falte. Ich nähe bis ganz knapp vor diese Falte, also nicht in die Falte rein, und verriegele. Dann hebe ich Nähfuß und Nadel hoch und ohne die Näharbeit aus der Maschine zu ziehen, klappe ich die Falte auf die andere Seite und nähe dann da weiter, wo ich eben angekommen bin. Nur auf der anderen Seite von der Falte. Schon haben wir eine ordentlich eingefasste Ecke. Yeah! Und wir sind auch schon fast fertig. Ricos Jacke hat an der Unterkante noch einen hellen Streifen mit Deko. Für die Form des Streifens habe ich einfach die Unterkante der anderen Schnittteile abgepaust. Für die dunkle Linie kommt wieder Flisofix zum Einsatz und diesmal benutze ich so, wie es eigentlich gedacht ist, glaube ich. Ich bügele das Motiv auf den dunklen Streifen und damit es dauerhaft hält, fixiere ich es mit einem Zickzackstich. Ich möchte wieder die Nahtzugaben elegant verstecken, darum nähe ich den Streifen zuerst rechts auf links von der Innenseite fest. Den Rest nähe ich von Hand fest und fertig ist Ricos Bluse. Jetzt fehlt nur noch dieses komische braune Ding. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Jedenfalls schneide ich alle Teile einmal aus Kunstleder aus und für die Rückseite einmal aus Tanzsportstoff, weil der angenehmer auf der Haut ist. Sieht nicht schlecht aus, aber die Stoffe sind viel zu weich und labbrig. Für mehr Stabilität kommt ein Stück 2 mm EVA Foam da rein. Und
und ich steppe die Kante ab. Ja, man kann durch dünnen EVA-Foam durchnähen. Und wie vorher habe ich Washi-Tape unter den Nähfuß geklebt. Hier ist der festgenähte Schaumstoff und die innere Kante muss ich von Hand zunähen. Auch diese Kante wird abgesteppt und hier ist der Stoff leider etwas verrutscht. Egal, es sieht gut genug aus. Die Träger werden auf die gleiche Weise zusammengesetzt, nur ohne EVA-Form und dafür mit elastischen Nähten. Rückblickend hätte ich für die Rückseite der Träger aber lieber einen nicht dehnbaren Stoff genommen, weil meine Träger ein paar komische Falten werfen. Aber zum Glück sind die ja größtenteils von der Bluse verdeckt. Mittelteil und Träger klebe ich mit extra viel Textilkleber zusammen. 8 Schichten Stoff und 2 mm Schaumstoff sind dann doch etwas mehr, als ich meiner Nähmaschine zutraue. Jetzt brauche ich einige Ziernieten und dafür benutze ich meine Plastikdruckknöpfe. Die Oberfläche zu schleifen hilft, dass die Farbe besser hält. Und mein Lieblingslack für kleine Teile ist und bleibt Nagellack-Topcoat, denn der trocknet als extra dicke Schutzschicht. Die Rückseite der Druckknöpfe wird abgeknipst und dann klebe ich sie mit noch mehr Textilkleber fest. Bis auf 2. So, und wie befestige ich das jetzt? Ich habe 2 Bilder gefunden, wo man ein bisschen mehr von diesen Gurten sieht und das war's. Es ist ein großes Mysterium, wie dieses Ding hinten befestigt ist. Aber meine Befestigungsidee ist Klettband. 2 Streifen kommen auf die Träger und 2 von innen auf die Bluse. Gut, dass ich die Passe habe, so kann ich das Klettband nur an der Innenpasse festnehmen und von außen sieht man nichts davon. Ich habe alle Klettstreifen extra lang gemacht, damit ich die Länge und Position der Träger ganz einfach einstellen kann. Ich dachte, ich hätte gefilmt, wie ich den Rest genäht habe, aber scheinbar nicht. Jedenfalls sind das hier 2 ganz einfach Stoffstreifen mit abgesteppter Kante. Auf dieser Seite ist alles festgeklebt, aber auf der anderen Seite habe ich funktionierende Druckknöpfe. Und die Gegenstücke dafür sind auf der Bluse, also super einfache Befestigung. Ich habe mich entschieden, dass ich eine funktionierende rote Trillerpfeife für mein Cosplay haben will und habe mir diese hier bestellt. Die war ziemlich billig und das sieht man. Erstmal bekommt sie ein neues Band und das wird verstellbar, damit ich die Pfeife so eng am Hals tragen kann wie Rico. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Prinzip musst du das rechte Ende um die linke Seite des Bandes knoten und das linke Ende um die rechte Seite. Dann lassen sich die Knoten hin und her schieben und du kannst die Länge deiner Kette verstellen. Damit die Plastikpfeife weniger glänzt und ein bisschen benutzt aussieht, macht sie jetzt Bekanntschaft mit dem Schleifpapier. Aber Schleifen ist langweilig und als ich die Lust verloren habe, sah die Pfeife so aus und so lasse ich sie. Das ist mein Teststück für Ricos Helm. Yay! Der ist absichtlich ein bisschen groß für mich, weil da noch eine Innenkonstruktion reinkommt. Den will ich aus EVA-Foam bauen, einem Material, mit dem ich noch nicht so viel Erfahrung habe, vor allem nicht, was Schnittmuster selber machen angeht. Aber zum Glück für mich besteht Ricos Helm aus wirklich einfachen geometrischen Formen, nämlich einer Halbkugel und einem abgeschnittenen Kegel. Und ich glaube, ich habe die beste Webseite gefunden, um Schnittmuster für geometrische Formen zu bekommen. Netze heißt das mathematisch. Nicht gesponsert, aber Template Maker NL. Ich bin so begeistert. Du kannst da deine eigenen genauen Maße eingeben, jetzt zum Beispiel für den Kegel, und dann berechnet es dir ein individuelles Kegelnetz. Dann musst du nur noch A4 auswählen und Tiles und dann bekommst du ein mehrseitiges PDF, fertig und bereit zum Ausdrucken. Und das ist das, einfach das Schnittmuster auf dickes Papier ausgedruckt. Und das Allerbeste ist, die Webseite ist komplett kostenlos. Ich packe euch einen Link in die Beschreibung. Also konnte ich direkt starten, meine Teile zuzuschneiden, was nicht so schwierig war, wie ich dachte. Du musst nur dran denken, dein Messer ständig zu schärfen, also wirklich ständig, schon nach 2 bis 3 Schnitten. Und wenn es geht, schneide ohne neu anzusetzen und dann werden die Schnitte ordentlich. Das ist nicht schwer. Hier sind meine Hutkrempe und 8 Teile für die Halbkugel. Diesmal denke ich daran, die Teile vor dem Kleben mit Hitze in Form zu biegen. Und dann wird diesmal das Kleben hoffentlich auch funktionieren. Für mehr Stabilität habe ich noch eine zweite Schicht für die Hutkrempe aus Resten zugeschnitten. Das Teil wird unten sein und mit Stoff bezogen, also sollten die vielen Klebenähte kein Problem sein. Also ab auf die Klebewiese, wo ich meinen Kraftkleber, also Kontaktzement, benutzen kann. Denn ich will die giftigen Lösungsmitteldämpfe nicht in meiner Wohnung haben. Bitte, bitte benutzt Kraftkleber mit Atemschutzmaske und Handschuhen, egal was dir manche Tutorials falsch vormachen. Oder noch besser, recherchiere selber und lies das Sicherheitsdatenblatt. Apropos falsch vormachen, du solltest auch noch eine Schutzbrille aufsetzen, weil die Lösungsmitteldämpfe auch die Augen angreifen. Das habe ich gemerkt, als der Wind gedreht hat und das war nicht cool. Tada! Aber ich habe einen etwas dummen Fehler gemacht. Ich habe meine Schnittteile direkt vom Papierteststück übernommen und dabei nicht bedacht, dass offensichtlich EVA-Foam dicker ist als Papier und darum das Teil für die Hutkrempe ein bisschen länger hätte sein müssen. Okay, repariert. Als nächstes habe ich die Kante rund geschliffen und Alter, hat das Dreck gemacht, auch mit Staubsauger. Hier seht ihr, dass ich auch noch dünne Formstücke innen in den Helm geklebt habe, um die Klebenähte zusätzlich zu stabilisieren, denn ich traue meinem Werk nicht.
Ich hatte die, wie ich finde, geniale Idee, einen alten Fahrradhelm innen reinzukleben, um Ricos Helm größenverstellbar zu machen, damit er mir mit und ohne Perücke passt. Vielleicht bin ich nicht die Erste mit dieser Idee, aber ich habe das zumindest noch nirgendwo anders gesehen und ich bin sehr stolz auf meine Erfindung. Und ich habe ein komplettes Tutorial dazu, wenn ihr das nachmachen wollt. Ein mögliches Problem mit meinem Design ist mir von Anfang an aufgefallen. Der Helm wirkt vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Das geht schon, wenn der Helm fertig ist, wird es toll aussehen, habe ich mir gedacht. Mal sehen, ob das so stimmt. Seht ihr diese Zuversicht in meinem Blick? Und während ich den Stoffüberzug für den Helm nähe, möchte ich euch die Geschichte erzählen, warum gerade dieses Cosplay für mich so besonders ist. Alles begann im Sommer 2023. Normalerweise gehe ich jedes Jahr mit meinen Freunden auf die Cosplay-Convention in Mannheim, die Animagic. Aber 2023 hat die Animagic krass aufgeschlagen mit den Ticketpreisen. Von 40 € oder so für eine Tageskarte plötzlich auf über 50 €, was wir nicht nachvollziehen konnten. Dieses Jahr sind es über 60 € für den Samstag. Hä? Nicht falsch verstehen, ich will hier niemanden angreifen. Ich weiß, dass Veranstaltungen zu organisieren teuer ist und dass die Animagic krass tolle Ehrengäste einlädt. Aber gleichzeitig 10 € mehr fürs Ticket? Hä? Jedenfalls die Kurzfassung ist, uns war das zu teuer und wir wollten lieber ohne Eintrittskarte kommen und nur auf die Wiese vor der Con gehen. Jetzt war es an diesem Tag aber kalt und regnerisch und ekliges Wetter und wir sind letztendlich gar nicht hingegangen. Ich wusste nicht, was ich an diesem Wochenende verpasst habe. Relativ spontan bin ich einen Monat später auf die Konichi in Wiesbaden gegangen mit meinem etwa 80% fertigen Rico-Cosplay. Ich hätte andere gehabt, aber ich hatte so Bock auf Rico. Ich bin mit der Bahn gefahren und das ist witzig. Je näher du der Con kommst, desto mehr Cosplayer sammeln sich dann so auf den Bahnsteigen. Auf dem Bahnsteig hat mich dann eine Gruppe Leute angesprochen. So, oh, voll cool, du bist doch von Made in Abyss, ich mag den Anime. Wir sind ins Gespräch gekommen und ich wurde gefragt, ob ich auch auf der Animagic war. Und ich so, hä, Animagic? Nee, wieso? Ja, da waren richtig viele Made in Abyss Cosplayer und die Macher des Animes waren als Gäste da und haben Autogramme gegeben. Und ich so, hä? Die Fahrt nach Wiesbaden war nicht so lang, aber lang genug, dass man mir ausführlich berichten konnte, was ich verpasst habe. Und dann hat man mir Fotos von diesen ganzen Cosplayern gezeigt und ich habe mich so geärgert. Ey, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte diese blöden 50 € für die Eintrittskarte gezahlt. Aber das Tolle ist, es wurde nicht besser. Auf der Con selbst haben mich mehrere Leute angesprochen. Mehrere. Unabhängig voneinander. Ja, cooles Cosplay. Ob ich denn auch auf der Animagic war? Nein. Ja, da gab es Autogramme von den Machern des Anime. Ich weiß. Bis dann eine ganz bestimmte junge Frau auf mich zukam, die ein Foto von mir machen wollte. Sie hat mir erzählt, sie war als Liza auf der Animagic und sie ist in einer Made in Abyss Fangruppe, in der es noch keine Rico gibt. Ob ich Lust hätte, auch in diese Gruppe zu kommen. Und ich so, ja, warum nicht? Und dann habe ich mir nur für diese Gruppe Instagram runtergeladen und einen Haufen coole Leute kennengelernt. Und das Lustige ist, das sind genau die Leute von den Fotos, die mir die Typen in der Bahn gezeigt haben. Ich habe zwar die Autogramme verpasst, aber dafür habe ich durch mein Cosplay einen Haufen neue Leute kennengelernt. Das ist das erste Mal, dass ich durch eins meiner Cosplay neue Leute kennengelernt habe. Und es ist das erste Mal, dass ich von irgendwas in einer Fangruppe bin. Und ich freue mich schon so sehr drauf, die Made in Abyss Gruppe dieses Jahr zu treffen auf der Animagic. Hoffentlich machen wir viele coole Fotos. Die ganze Geschichte ist so eine schöne Erinnerung, wie ich sie mit keinem meiner anderen Cosplays habe. Und das macht Rico für mich so besonders. Okay, aber jetzt lasst uns dieses Cosplay fertig machen. Die Helmlampe baue ich in Schichten aus unterschiedlich dicken EVA-Foam-Teilen. Ich hielt mich für ganz schlau und dachte, für das Glas könnte ich ja irgend so einen Plastikdeckel nehmen. Yeah, Müllvermeidung! Das hat aber nicht funktioniert, weil ich zu unvorsichtig war mit den Schraubzwingen, also nehme ich doch das teure durchsichtige Wobbler. Ein zweites Stück wollte ich aussehen lassen wie eine Linse. Ja, Rico hat eine Lampe und kein Kameraobjektiv, aber ich dachte, dass das cool aussieht. Aber bevor ich alles zusammenkleben kann, brauche ich noch einen Schieberegler. Den habe ich mir ganz einfach aus einem Reststück zurechtgeschliffen. Für die Zähnchen habe ich mir diese Mini-Streifen aus einem Moosgummirest zugeschnitten. Die sind das Einzige, was ich mit Sekundenkleber geklebt habe statt Kraftkleber, weil die so winzig sind. Oh wow, sieht die Lampe toll aus mit diesen Details. Bis auf den Rand, den muss ich noch glatt schleifen. Diese Klötze bestehen aus mehreren Foamschichten, aber bevor ich die anderen zwei dran klebe, kommt erstmal dieser Bügel. Den forme ich aus einer Warblerwurst, damit er stabil ist. Ich denke mal, dieser Bügel soll die Lampe schützen, falls Rico sich irgendwo den Kopf anstößt. Wobei, in den Lampen sind doch Leuchtsteine. Können die überhaupt kaputt gehen? Die unteren Enden der Warblerwurst habe ich platt gedrückt, eigentlich nur, damit sie beim Ankleben der Lampe nicht im Weg sind. Ich habe nicht erwartet, dass es klebt. Aber tatsächlich klebt heißes Warbler von sich aus sehr, sehr gut und stabil an EVA-Foam. Für die Stangen am Helm habe ich mir so einen Foam-Zylinder-Dübel gekauft, der deutlich teurer war als erwartet.
Ich schneide und biege alles zurecht und dann werde ich ohne euch nochmal auf die Klebewiese gehen, um alles zusammenzukleben. Yeah, fertig! Zeit zum Bemalen. Ich grundiere alles mit Flexgrund, das ist das gleiche wie Flexbond, heißt nur anders. Und ich habe den Flexgrund gleich mit Farbe gemischt, weil ich es kann. Nach 2 oder 3 Schichten, ich weiß nicht mehr, kommt eine Schicht Klarlack drauf. Sprühfarbe ist noch sowas, das du weder einatmen noch in der Wohnung benutzen willst. So, und dann. Die Tutorials sagen, als nächstes kommt ein Wash mit verdünnter Ölfarbe, aber man kann auch verdünnte Acrylfarbe nehmen. Tja, kann man nicht, weil die abperlt. Das ist aber eigentlich was Gutes, denn das heißt, dass der Klarlack tut, was er soll. Also gut, dann nehmen wir halt unverdünnte Acrylfarbe. Wobei ich glaube, 1 bis 2 Tropfen Wasser sind doch drin. Oh Mann, merkt man, dass ich zum ersten Mal EVA-Foam bemale? Aber wenigstens war das hier leicht, denn es hat nur eine Farbe. Drybrushing an den Kanten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut mal, was das für einen großen Unterschied macht. Pro-Tipp von einem Noob wie mir: Bevor ihr das Klebeband abreißt, ritzt ganz vorsichtig einmal an der Kante entlang und schneidet dort die Farbschicht durch. Sonst kann es passieren, dass ihr die Farbe vom Foam mit abreißt. Wollt ihr wissen, woher ich das weiß? Und dann kommt der beste Teil. Viel Textilkleber. Und damit ist mein Helm fertig. Yay! Aber, erinnert ihr euch noch an meine Bedenken vom Anfang? Oh, aber Leute, ich frage mich echt die ganze Zeit schon, ob der Helm so groß geworden ist. So für sich alleine ist der Helm richtig cool geworden. Und ich finde auch die Proportionen von Lampe und Helm sind gut. Nur auf dem Kopf ist es irgendwie zu groß. Meine innere Perfektionistin stört das. Ich bastel nebenher auch noch ein Rec-Cosplay. Und ich will damit unbedingt ein Partnerfotoshooting machen. Aber der Grund, weshalb der Helm so riesig ist hier mein, ich nenne es den Umhangring. Der muss eine gewisse Mindestgröße haben, damit mein Kopf durchpasst. Und der Helm dazu muss auch eine gewisse Größe haben, damit das von dem Größenverhältnis von Helm und Umhangring passt. Und dann habe ich meine Rico und Rec-Helme gleich groß gemacht. Also der Mittelteil, der Halbkugelteil. Trotzdem sieht der Rico-Helm größer aus, einfach weil der diese Hutenkrempe hier hat. Das passt auch irgendwie zueinander, oder? Ja. Nur der Rico-Helm alleine wirkt halt irgendwie zu riesig. So, so gehe ich auf die Con. Handschuhe! Hier sind meine sehr alten, etwas kaputten Skihandschuhe und die werden für dieses Projekt geopfert. Ich habe sie verlängert, Ricos Design drauf gemalt und alle Einzelteile beschriftet. Und als nächstes werde ich sie vorsichtig auftrennen. So will ich an die Schnittteile rankommen und sie dann kopieren. Das ist schon faszinierend, so ein Handschuh von innen. Diese dünne Plastikschicht hier ist das, was ihn wasserfest macht. Aber die fühlt sich so eklig an. Am interessantesten war aber das Futter. Es ist super bequem und sieht schon ziemlich gut wie Ricos Handschuh aus, also von der Dicke her. Ich habe dran gedacht, mir Markierungen zu machen. Haha. Jetzt wird es etwas seltsam, aber vertraut mir. Ich klebe die Stoffteile flach auf ein Stück Pappe mit einem Stück karierten Papier drauf. Ich will die Teile nämlich einscannen, ohne dass sie verrutschen, und weil sie zu groß sind, muss ich sie als 2 Bilder einscannen. Mit dem karierten Papier kann ich dann überprüfen, ob die Bilder die richtige Größe haben. Und dann digitalisiere ich dieses Schnittmuster, indem ich alle Nahtlinien möglichst exakt nachzeichne. Wenn du Schnittmuster digitalisieren lernen willst, dazu habe ich auch schon ein Tutorial gemacht und das verlinke ich dir. Dieses Handschuhschnittmuster sieht echt seltsam aus. Ich werde das Futter aus diesem Reststoff nähen, der ist so schön weich und flauschig. Aber ihr werdet noch nichts vom Futter sehen, weil es für mich scheinbar nur wichtig war zu filmen, wie ich das Schnittmuster für außen mache. Ich habe nämlich das Futterschnittmuster leicht verändert, sodass der Original-Skihandschuhschnitt wahrscheinlich nicht mehr passen würde, darum mache ich einen neuen. Hier sieht man was vom Futter. Auch dieses Schnittmuster wird digitalisiert und diesmal habe ich mir richtig Mühe gegeben. Wow, das sieht so professionell aus mit den ganzen Beschriftungen und Markierungen. Ich werde besser im Schnittmuster digitalisieren. Hier sind die Hauptteile für die Handschuhe, aber bevor ich irgendwas zusammennähe, kommen die verschiedenen Applikationen drauf. Und zwar mit meinem Lieblingsmaterial Fleezofix. Ihr wisst schon, wie das geht, also springen wir gleich zum frustrierenden Teil, die Keile zwischen die Finger zu nähen. Ich sage gern Keile, aber soweit ich weiß, ist der deutsche Fachbegriff Zwickel. Es geht um diese länglichen Teile, die zwischen die Finger kommen. Bei Handschuhen aus nicht dehnbarem Stoff brauchst du die unbedingt, sonst passen deine Finger nicht rein, glaub mir. Aber diese Zwickel sind so schwierig zu nähen, weil du sehr genau sein musst, damit es gut aussieht, aber du hast kaum Platz und nur eine winzige Nahtzugabe zwischen den Fingern und es bilden sich so schnell Falten. Oh. Ey, wie oft ich das auftrennen musste. Damit will ich sagen, wenn du Nähanfänger oder Anfängerin bist, vermeide Handschuhe mit Zwickel um jeden Preis. Glaub mir, nimm Stretchstoff, damit sind Handschuhe auch schon schwierig genug. Aber falls du doch Zwickel zwischen Fingern nähen musst, sind hier meine Tipps. Schneide die Nahtzugabe bis genau zur Nahtlinie ein.
Stecke und nähe den ersten Zwickel von Fingerspitze bis Zwischenraum fest und benutze viele, viele Nadeln. Stecke und nähe immer von der Handschuhseite, nicht von der Zwickelseite, denn auf der Handschuhseite hast du diese winzige Nahtzugabe, auf die du achten musst. Vergiss nicht zu verriegeln. Stecke und nähe immer nur eine Fingerseite, dann die nächste. Stück für Stück mit Geduld, dann sieht es irgendwann so aus und du bist fertig. Ah nee, Moment, jetzt kommt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ah. Eines Tages, irgendwann, hatte ich dann meine wunderschönen Handschuhe mit dem Futter. Beides war noch etwas locker, darum habe ich außen am Futter noch ein Gummiband befestigt, damit die Handschuhe nicht so schnell über meine Handgelenke rutschen. Dann habe ich Außenteil und Futter an der Kante zusammengeheftet und als letztes fehlt nur noch der umgekrempelte Umschlag. Das hier ist ein Stück aufbügelbares Volumenvlies, das kommt auf den hellbraunen Stoff. Und dann kann ich mit Hilfe meines Schnittteils exakt meine Nahtlinien außenrum zeichnen. In der Nahtzugabe ist übrigens kein Volumenvlies, damit die nicht so dick wird. Die breitere Seite ohne Vlies nähe ich am Handschuh fest und weil ich es ausgerechnet habe, kann ich den Umschlag dann so falten, dass der Knick genau an der Kante des Volumenvlieses liegt. Yeah! Die Stoffkante schlage ich doppelt um und nähe sie von Hand auf der Innenseite fest. Damit sind auch die Handschuhe endlich fertig und es geht weiter mit dem Gürtel. Wir haben es fast geschafft, Leute. Es fehlen nur noch der Gürtel, die Taschen und dieses seltsame dreieckige Ding. Also lasst uns das etwas schneller machen. Für die Stabilität bekommt der Gürtel einen Kern aus Kunstleder und den fädle ich in einen Schlauch aus grauem Tanzsportstoff ein. Ich bin zu faul, diesen Schlauch zu wenden und das muss auch gar nicht sein, denn als nächstes habe ich mir weißes Schrägband gemacht und das nähe ich auf die Seite mit der Nahtzugabe. Und schon sind die Stoffkanten weg und Vorder- und Rückseite sehen schön aus. Die Spitze hier habe ich dann noch von Hand zugenäht. Überall, wo Löcher hinkommen, setze ich vorsichtig oben und unten einen Tropfen Sekundenkleber, sonst fransen die aus wie bei meinem Teststück hier. Zack, zack, Löcher machen. Ich hatte Glück und habe diese farblich perfekt passende Schnalle gefunden und damit habe ich einen funktionierenden Gürtel. In einer ihrer Taschen verstaut Rico ihr wichtiges Notizbuch, also sollten die groß genug sein, dass auch mein wichtiges Notizbuch da reinpasst. Papierteststück passt, Stoffteststück passt, Design zeichnen. Schnittmuster digitalisieren. Wie ihr seht, schneide ich die Hauptteile der Tasche aus Kunstleder zu, aber die Seitenteile aus normalem Stoff, sonst hätte ich keine Chance, um diese enge Kurve rumzunähen. Und ich bügele Zeug mit meinem Hotfix-Gerät fest. Schon wieder! Nur dieses eine Teil wird mit Kleber fixiert, weil man Kunstleder nicht bügeln kann. Das schmilzt. Bitte nicht ausprobieren. Was ist dieses Teil? Ah ja, die Gürtelschlaufe für die Befestigung. Dann habe ich die obere und untere Kante in Schrägband eingefasst und dann, endlich, kann ich die Teile zu Taschen zusammennähen. Diese Rundung unten musste ich auch von Hand nähen, keine Chance, dass das unter die Nähmaschine passt. Ich habe mir solche coolen Steckverschlüsse gekauft, damit ich mein Notizbuch auf der Con nicht verliere. Nicht so wie Rico. Und funktioniert. Okay, letztes Teil. Hier zeichne ich das Schnittmuster für dieses komische Dreiecksding. Noch so ein seltsames Teil an Ricos Outfit. Sollte es die Strümpfe oben halten oder so? Aber warum hat sie dann nur eins? Diesmal gibt es kein Teststück. Das Wichtigste ist nur, dass am Ende die Druckknöpfe den richtigen Abstand haben. Auf die Rückseite kommt großzügig Klettband, damit ich die Länge des Teils einstellen kann. Von dem weichen Klettband hatte ich kein weißes mehr, aber egal, es ist auf der Rückseite. Bei dem Kunstlederteil kann ich die Nahtzugabe nicht umbügeln, darum klebe ich sie stattdessen um. Und es sah furchtbar aus. Das Stretch-Kunstleder hat sich irgendwie verzogen und dabei das ganze Teil mit. Und ich hatte echt gehofft, dass dieses Teil beim ersten Versuch klappt. Aber nein, also nochmal von vorne. Diesmal bügele ich ein Vlies auf das Kunstleder, damit es nicht mehr dehnbar ist. Dieses dünne Vlies hat leider nicht viel gebracht, auch nicht mit 2 Schichten, also muss das extra dicke Vlies her. Bügelvlies Overkill. Diesmal klappt's hoffentlich. Und es hat geklappt. Der alles entscheidende Druckknopftest. Yeah! Und damit ist Rico endlich fertig. Zeit für den Reveal! Ich bin so stolz, wie toll dieses Cosplay geworden ist. Und ich freue mich so, dass ich diese Felswand als perfekten Hintergrund gefunden habe. Das sieht echt aus, als wäre ich im Abyss. Das Einzige, womit ich nicht ganz zufrieden bin, ist der Helm, aber ihr wisst warum. Hier wollte ich eine coole Aufnahme machen, aber stattdessen habe ich meinen Helm in den Matsch geschmissen. Ich hatte das Glück, eine Brille zu finden, die genau wie Ricos Brille aussieht.
Das ist eine Lesebrille aus dem Drogeriemarkt, das heißt, die hat Stärke und das heißt, ich kann die immer nur kurz für Fotos aufsetzen, sonst wird mir schlecht. Weder mit noch ohne Brille kann ich meinen japanischen Manga wirklich lesen, aber das macht nichts. Diese Aufnahme sieht cool aus und ich habe den geschenkt bekommen und ich liebe ihn. Ich hatte ja auch mein REC-Cosplay erwähnt. Es ist so gut wie fertig und ich kann es kaum erwarten, dir das zu zeigen, denn es ist so cool. Bis dahin schau doch mal in die Playlist mit meinen anderen Made in Abyss Projekten rein und bis zum nächsten Mal.